Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal mein vollständiges Euro 2024 Stickerheft zur Europameisterschaft dieses Jahr in Deutschland. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch gerne ein kostenloses Abo und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn ich habe für jeden, der noch auf der Suche ist nach ein paar Stickern, eine gute Neuigkeit. Fangen wir mal an. Also die erste Neuerung, hier oben seht ihr schon, dass nicht Panini dieses Jahr dieses Stickerheft macht, sondern Topps. Die machen natürlich noch viele andere Karten, müsst ihr einfach mal vorbeischauen auf der Seite, aber dieses Jahr hat das nicht Panini gemacht und ihr werdet auch sehen im Verlauf des Stickerheftes, was so das ein oder andere Problem dann mit sich bringt. Also ganz zu Beginn hier auf der ersten Seite haben wir erstmal ein schickes Inhaltsverzeichnis mit allen Ländern, allen Nationen, die hier in dem Heft vertreten sind. Dann haben wir hier, ich hoffe man sieht das durch die Lichtverhältnisse, ich bin noch nicht im Jahr 2024 angekommen. Ich habe leider noch keine Softboxen, seht mir das nach, ich hoffe trotzdem, dass das für euch kein Problem ist. Hier haben wir dann die Spielerkarten, wo dann auch beschrieben ist, welches Bild oder welches Symbol für was ist. Also Geburtsjahr und Größe und jetziger Verein und so weiter und so fort. Dann haben wir einmal hier das Symbol von Topps, das offizielle EM-Logo. Das sieht man, glaube ich, jetzt genau. Dann den Spielball und dann nochmal ein kleiner Sticker Get Trained, Save Lives. Das haben wir nochmal als großes Poster ganz zum Schluss des Heftes. Das werde ich euch dann nochmal zeigen. Dann direkt darunter haben wir die ganzen Hosts, also die Gastgeber und die Gewinner der letzten Europameisterschaften des 21. Jahrhunderts. Also hier unten bei der letzten EM 2020, die ja ein Jahr später dann gespielt wurde aufgrund von Corona-Morona. Das hat dann Italien gewonnen. Finale in England im Wembley Stadium gegen England dann genau gewonnen. Nach Elfmeterschießen. Dann geht's hier los, auch sehr, sehr schick. Germany, Host of the Euro 2024. Dann haben wir hier oben einmal den EM-Pokal und die ganzen Stadien, wo gespielt wird. Finde ich auch sehr, sehr cool. Hier oben dann das Finalstadion in Berlin. Hier oben dann nochmal eine kleine Auflistung mit den Stadiennamen, wie sie bei der Europameisterschaft sind. Also die heißen ja auch nicht so in der Bundesliga. Also Munich Football Arena ist ja die Allianz Arena oder BVB Stadion Dortmund. So heißt es ja nicht während der Bundesliga. Aber während der Europameisterschaft haben die halt diese Namen. Dann der dazugehörige Verein, wie viele Leute Platz haben. Da ist die Kapazität teilweise ein bisschen gesunken. Ich glaube, in Berlin sind ja sonst 74.000 Zuschauer, jetzt sind es halt nur 70.000, also nur 70.000. Dann natürlich die Stadt, die dazugehört. Das kann man, glaube ich, aus den Vereinsnamen so ein bisschen ablesen. Und natürlich, wie viele Leute da wohnen. Ist ganz schick gemacht, ist eine ganz schicke Auflistung. Von daher, ja, auf jeden Fall schon mal GG an dieser Stelle. Dann haben wir vor jeder Gruppe, vor jedem Kader der Nation so eine kleine Übersicht. Hier oben haben wir dann so einen zweiteiligen Sticker. Das war immer ein ganz, ganz großer Krampf, die irgendwie möglichst gerade hinzukriegen. Da habe ich auch ganz oft reingefailt. Werdet ihr auch sehen, wenn wir das jetzt hier mal durchsehen. Genau, dann haben wir hier jeweils von den Ländern so ein paar landschaftliche Sehenswürdigkeiten. Hier Brandenburger Tor zum Beispiel. Aus Deutschland, dann haben wir hier Schottland, die Schweiz mit den Bergen und so weiter. Die Ungarn sind auch mit dabei. Finde ich ganz okay. Dann die ganzen Spieltage, wer dann wann gegen wen spielt, ist wie gesagt ganz gut gelöst worden. Dann noch eine sehr, sehr coole Seite, hat jede Nation so einen Bereich mit einem Player to watch, also wahrscheinlich einem Spieler, der dann in Zukunft noch ein bisschen besser sein wird. Dann noch zwei Spielern, die wahrscheinlich in der Startelf stehen werden. Thomas Müller weiß ich nicht unbedingt, Gündogan wahrscheinlich, weil er ja der Kapitän ist. Mal gucken, zum ersten Spiel gegen Schottland. Und diese Star-Player-Karten, die gibt es wie gesagt in Gold. Und zwar einmal mit Unterschrift, seht ihr ja hier bei Sané. Und hier unten bei Scott McTominay ist die Unterschrift nicht mit dabei. Also da könnt ihr auch wahllos hin und her wechseln und hin und her tauschen. Das ist dann im Prinzip auch eine gute Möglichkeit. Diese Player-to-Watch-Karten, ich glaube, da gibt es nicht nur diesen silbernen Rand, da gibt es auch, glaube ich, einen lilanen Rand. Bin ich der Meinung. Oder einen grünen Rand, weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal nachschauen, muss ich nochmal mich schlau machen. Dann geht es schon los mit Deutschland hier. Da seht ihr schon die erste kleine Veränderung oder Sache, die halt aufgrund der Lizenz nicht funktioniert. Die Deutschen haben nämlich nicht ihr Verbandslogo, sondern einfach ihre Flagge. Und die Spielergesichter sind halt auch nur zu sehen und nicht der Spieler mit dem Trikot und mit dem entsprechenden Wappen. Weil halt Deutschland unter anderem mit Frankreich, England und Italien die Lizenz leider nicht hat. Bisschen schade, aber das ist halt der Nachteil an Topps, sag ich mal. Hätte das Panini gemacht, wäre das wahrscheinlich gegangen. Aber gut, ist egal. Dann haben wir hier halt die Spieler aufgelistet, die dabei sein werden oder halt auch nicht. Also viele Spieler werden auch zum Beispiel gar nicht mit dabei sein. Mario Götze ist zum Beispiel gar nicht im vorläufigen Kader. Genauso wenig Malik Thiaw. Thilo Kehrer ist auch nicht mit dabei, Robin Gosens. Aber gut, was wir mal machen, Deutschland hat dann unten noch 3 Legenden mit dazu bekommen, mit Olli Kahn, mit Bastian Schweinsteiger und mit Lothar Matthäus.
Das wurde dann halt aufgefüllt, weil ansonsten, glaube ich, hätten wir keine Spieler mehr gehabt. Dann hier unten genau diese Artist-Karten, die gibt es, glaube ich, in grün, in lila und in silber. Da ist halt nochmal so ein spezieller, technisch feiner Spieler aufgelistet und natürlich der Kapitän hier, Ilkay Gündogan. Hier oben ist dann nochmal eine kleine Statistik, wie oft die Nation schon die Europameisterschaft gewonnen hat. Die meisten Spiele, glaube ich, für Spieler in dem Trikot, oder? Manuel 41 oder bei Europameisterschaften? Nee, Europameisterschaften kann das gar nicht sein. Und hier halt die Rekordtorschützen von Deutschland. Bei Turnieren generell vielleicht. Ich glaube, Gerd Müller hat 16 Tore gemacht. Bei der WM oder EM weiß ich gar nicht. Na, gehen wir weiter zu Schottland. Hier seht ihr dann das Verbandslogo. Das ist halt das Richtige. Und dann halt auch die Spielerbilder. Mit einem Ausschnitt bis zur Brust, wo dann halt das Logo zu sehen ist. Und dann halt der Trikotsponsor auch wieder mit Kapitän und so weiter und so fort. Dann haben wir hier die Ungarn, auch alles vollzählig. Da habe ich auch natürlich ganz oft hin und her getauscht. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken bei den Leuten, mit denen ich hin und her getauscht habe. Also wirklich sehr, sehr reibungslos von der Kommunikation her. Sehr, sehr gechillt, entspannte Leute. Die Briefe gingen direkt am nächsten Tag raus. Die kamen auch relativ schnell an, innerhalb von 2-3 Tagen. Von daher schon mal ein großes, großes Dankeschön. Genau, das ist die Gruppe A. Achso, genau, eine Prognose. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland weiterkommt. Also müssen weiterkommen. Also wenn sie sich zu Hause blamieren und da als Vierter ausscheiden, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ich glaube wirklich, dass Deutschland zumindest als Zweiter weiterkommt, zusammen mit entweder Schweiz oder Ungarn. Ich glaube nicht, dass die Schotten irgendwas reißen werden, aber das könnte so ein schwarzes Schaf dieser Gruppe werden und dann doch als Zweiter oder als Vierter Gruppendritter weiterkommen. Oder als Viertbester Gruppendritter. Aber ich würde die Schweiz vielleicht auf die 2 nehmen. Warum nicht? Die Schweiz auf die 2. So, dann haben wir Gruppe B. Auch eine sehr, sehr interessante Gruppe mit Spanien, mit Italien, mit Kroatien und mit Albanien. Albanien auch hier das schwarze Schaf für mich. Ansonsten die anderen 3 Nationen sind alles Nationen, die schon mal einen Titel geholt haben oder beziehungsweise im Finale war. Im Namen von Kroatien jetzt mal zu sprechen. Italien der letzte Europameister, die Spanier zwischen 2008 und 2012 einfach die Weltmacht. Zweimal Europameister geworden, einmal Weltmeister. Hier oben seht ihr ja, das ist auch bei allen anderen Gruppen, sind nochmal die Nationen mit der Lage in Europa hier aufgelistet. Der Umriss der Länder und dann nochmal ein bisschen farblich aufgearbeitet. Also das hier oben hätte man weglassen können, meiner Meinung nach. Aber ist ja auch egal. Mein Gott, dann auch hier die Spanier. Unter anderem mit Rodri, mit Lamine Yamal. Italiener unter anderem mit Chiesa, der bei der letzten EM sehr, sehr gut gebombt hat. Wilfried Gnonto, mal gucken, ob wir den sehen werden. Ja, die Spanier einfach sensationell, wenn man mal bedenkt, was sie für eine Mannschaft damals hatten. Also auch mit Xavi und auch mit Iniesta, da wird es einem wirklich warm ums Herz. Mal gucken, für was es reicht dieses Jahr bei der EM. Letzte EM sind sie bis ins Halbfinale gekommen, haben dann gegen Italien beim Elfmeterschießen verloren. Haben auch eine sehr, sehr gute Truppe. Und die Kroaten, so ähnlich wie die Belgier mit ihrer goldenen Generation, denen fehlt eigentlich auch nur noch ein Titel. Waren im WM-Finale, bei der EM sind sie auch bis ins Viertelfinale, meine ich, gekommen. Bei der letzten EM haben auch gute Spieler mit dabei. Ja, um Nummer 1 zu nennen, Ivan Perisic, Andrij Kramaric aus der Bundesliga, Livakovic, natürlich Modric nicht zu vergessen, Mateo Kovacic. Also die haben schon gute Leute, müssen halt als Mannschaft funktionieren. Es muss halt alles zusammenkommen für den EM-Titel. Klar, auch für Deutschland. Da müssen die Spiele stimmen, Spieler müssen verletzungsfrei bleiben. Ein bisschen Glück brauchst du natürlich auch und dann brauchst du auch einfach eine Euphorie, um durch das Turnier hier getragen zu werden. Und warum nicht? Warum sollten wir das nicht dieses Jahr irgendwie hinkriegen? Dann die Italiener, genau dasselbe Dilemma wie bei den Deutschen. Haben leider auch nur die Nationalflagge und auch nur die Spielergesichter. Auch ein paar gute mit dabei. Bonucci nach wie vor, Jorginho. Bin gespannt, ob viele von denen hier mit dabei sein werden. Da kenne ich mich halt nicht so gut aus, muss ich sagen. Da habe ich mich jetzt nicht so sehr beschäftigt mit den anderen Kadern. Chiesa wird aber, denke ich, dabei sein. Immobile sowieso. Und Albanien ist für mich, wie gesagt, so ein bisschen das schwarze Schaf der Gruppe. Die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Die werden als Vierter ausscheiden. Haben ja bei der letzten EM 2016 das letzte Mal mitgemacht. Also bei der vorletzten EM. In Frankreich haben, glaube ich, 1 Sieg und 2 Niederlagen. Haben es dann, glaube ich, nicht bis ins Viertelfinale geschafft als Gruppendritter. Glaube ich nicht. Weiß ich gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Gruppe C haben wir dann Slowenien, Serbien, Dänemark und die Engländer. It's coming home. Ob sie es dieses Jahr ausgerechnet in Deutschland machen, ich will es nicht jinxen, aber irgendwann sind sie ja auch mal reif. Für die Insel im wahrsten Sinne des Wortes. Also die werden auf jeden Fall, wenn alles glatt läuft, als Gruppenerster durchgehen und dann sehe ich das auch sehr ausgeglichen. Also zu Slowenien kann ich überhaupt nichts sagen, da bin ich überhaupt nicht informiert. Serbien und Dänemark würde ich sagen, die streiten sich um den 2. Platz. Wenn wir hier mal schaut, wie gesagt, Slowenien, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Und bevor ich jetzt irgendwas Blödes hier erzähle und euch irgendeinen Quatsch erzähle, sage ich am besten gar nichts. Die Dänen, klar, Serben, da kennt man Dusan Vlahovic, Mitrovic, Milenkovic sagt mir zum Beispiel gar nichts. Samacic, den würde man wahrscheinlich kennen oder die würde man kennen, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen würde. Von daher genau, Slowenien würde ich eher so wie Albanien einschätzen, das schwarze Schaf der Gruppe.
könnte für eine Überraschung sorgen, vielleicht als bester Gruppendritter irgendwie weiterzukommen. Jan Oblak, um mal einen Namen zu nennen, Benjamin Šeško von Leipzig. Also es sind so vereinzelt Leute mit dabei, die hat man schon mal gehört. Aber auch für mich, ehrlich gesagt, die Slowenen, wie gesagt, so wie Albanien eher so ein schwarzes Schaf. Die Dänen dagegen, da kennt man dann noch ein paar mehr. Jetzt bei Lindström natürlich allen voran, Ex-Frankfurter, wäre er noch mal ein Jahr geblieben bei der Eintracht. Hat ja in Neapel, glaube ich, nicht so ein erfolgreiches Jahr bislang gehabt. Dann Jonas Wind von VfL Wolfsburg, Yusuf Pausen von Leipzig, Heubeck hat ja auch mal bei den Bayern gespielt. Also könnte fürs Viertelfinale bzw. fürs Achtelfinale reichen. Bei der EM gibt es ja ein Achtelfinale, genau wie bei der letzten EM. Dann Serbien, für mich wie gesagt auch so eine Unbekannte und man weiß halt nie, wie man die einschätzen soll. Philipp Kostic darf gerne auch mal in Frankfurt wieder vorbeischauen natürlich. Vlahovic gerade schon mal gesagt, dann haben wir Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic von Fenerbahce, die sind ja glaube ich Zweiter geworden mit 99 Punkten oder so hinter Galatasaray, die über 100 Punkte geholt haben. Wahnsinn. Also wenn du 99 Punkte holst oder was weiß ich, nur nicht mal Meister wirst, das ist schon krass, das ist schon heftig. Ja, dann zu den Engländern, die mit Frankreich, glaube ich, mit zu den Top-Favoriten gelten, aber vielleicht auch Deutschland, keine Ahnung, aufgrund der Heim-EM, aufgrund der Euphorie, die eventuell dann entfacht wird durch das erste Spiel gegen Schottland oder wenn dann auch mal das zweite Spiel gewonnen wird. Man weiß es nicht, mal gucken. Wie gesagt, Harry Kane ist hier, Cole Palmer, der auch bei Chelsea eine richtig geile Saison gespielt hat, richtig viele Scorer gemacht hat und auch hier sind ganz, ganz viele mit dabei, die werden auch, glaube ich, nicht dabei sein. John Pickford, klar, weil sie, glaube ich, keinen anderen haben, irgendwie so gefühlt. Harry Maguire ist so eine Art Maskottchen, der spielt halt immer. Bellingham, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, also auch die Engländer haben von der Qualität her, glaube ich, mit einem der besten Kader, müssen es halt nur auf den Platz kriegen. Spätestens, wenn es dann ins Elfmeterschießen kommt, kriegen sie vielleicht wieder Nervenflattern. Naja, schauen wir mal. Dann haben wir in der Mitte hier, das werde ich wahrscheinlich ganz am Ende noch machen, so ein Dream Team Swap Stickers to build your Ultimate Fantasy Team. Da kann man dann die Top 11 der Europameisterschaft auch nochmal reinkleben oder ihr könnt schon vor dem Turnier eure Wunsch-11 da reinkleben. Mit dem Maskottchen und mit einer Unterschrift von The Special One. José Mourinho, der ja auch schon viele Titel geholt hat. Dann hier noch ein bisschen Werbung. Wie gesagt, jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen für Tops, die haben natürlich nicht nur dieses Stickerheft, die haben auch Match-Attacks und hast du nicht gesehen, ganz viele andere Karten. Dann kommen wir zu einer Besonderheit, weil in Gruppe D ist ja ein Playoff-Team mit dazu gelost worden. Und zwar entweder Polen, Estland, Wales oder Finnland. Die 4 haben ja Playoff gespielt gegeneinander. Die Polen haben es am Ende geschafft. Und Gruppe D ist für mich die interessanteste Gruppe, weil Frankreich ist mit dabei, auch neben England einer der Top-Favoriten. Die Holländer und Österreich zählt für mich auch zu einem Viertelfinalkandidat oder wäre ein Viertelfinalkandidat, wenn es da so glatt läuft, wie es denn glatt laufen soll. Ich muss gerade mal hier gucken, dass das mit dem Licht hier gut läuft. Hier oben haben sie es dann so gelöst, dass sie quasi von jedem Playoff-Team entweder den Kapitän oder den besten oder den berühmtesten Spieler hier mit rausgenommen haben. Wie gesagt, haben sie ganz gut gelöst. Sie hätten es natürlich auch nach den Playoffs hier fertigstellen können, aber dann hätte es wahrscheinlich von der Zeit her nicht gereicht. Hier gerade nochmal Nikolaus Seiwald, der hat den lilanen Rahmen. Am Anfang hatte ich ja gesagt, die haben, glaube ich, lila, grün und silber müsste das, glaube ich, sein. Und dann haben sie es halt so gelöst, dass quasi jeweils immer 2 Spieler auf so einem kompletten Sticker waren. Also hier oben, das war quasi geteilt und dann war oben einer und unten einer. Haben sie ganz gut gemacht, finde ich. Auch die Vereinswappen hier, die Verbandslogos, die haben auch entweder einen silbernen Rahmen oder sind so lila. Finde ich auch okay. Wales und Finnland sind dann noch mit dabei, die Holländer. Haben auch gute Spieler, haben auch eine gute Truppe, zählen auch mit zu den Favoriten. Top-Favorit würde ich nicht sagen, aber so zum erweiterten Favoritenkreis. Da würde ich auch Deutschland mit hinzuzählen. Italien, Spanien muss auch immer auf dem Schirm haben. Und die Holländer haben eigentlich auch einen guten Kader. Also so, was ich jetzt hier sehe, so Xavi Simons, leider beim falschen Verein. Cody Gakpo hat auch eine gute Saison bei Liverpool gespielt. Malen hat auch in der Rückrunde bei Dortmund richtig Gas gegeben. De Ligt war ja, glaube ich, mal verletzt jetzt zum Schluss, aber der wird, glaube ich, wieder fit bis zur EM. Dann natürlich Jeremy Frimpong von Leverkusen, die momentan oder die in dieser Saison bis auf das Europa-League-Finale alles zerstört haben. Dann die Österreicher, nicht nur aufgrund des Kaders und der Qualität, weil ich finde auch Ralf Rangnick, der hat ja fast bei Bayern unterschrieben, hat sich dann für Österreich entschieden und ich finde, das war, ja, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil die können auch eine richtig große Rolle spielen, wenn dann auch alles glatt läuft, wenn sie mit dem Turnierbaum Glück haben, wenn sie nicht gerade den Hammer-Gegner zugelost bekommen oder dann halt im Achtelfinale kriegen, dann denke ich, sind die auch mindestens mal im Viertelfinale zu sehen, finde ich. Ja, dann haben wir die Franzosen, die neben Italien, Deutschland und England dann auch halt nur die Flagge hier oben haben und auch nur die Spielerbilder. Was Frankreich alleine in der U21 hat, also was danach kommt, die Jugendarbeit bei Frankreich, die ist wirklich seit Jahren, muss man wirklich zugeben, wirklich richtig, richtig gut.
Wie gesagt, da können auch 3, 4 von der U21 mit reinrutschen hier in die erste Elf. Und das würde, glaube ich, keinen Unterschied machen, weil viele von denen halt auch schon in ihren Verein größere Rollen spielen, als jetzt zum Beispiel bei Deutschland. Aber ich glaube, wir sind auch wieder so im Kommen. Ich glaube, Hannes Wolf hat da ein gutes System gerade vorgestellt. Und wir stellen jetzt auch wieder nach Leistung auf. Leistungsprinzip unter Julian Nagelsmann. Ich lasse mich überraschen. Hier haben sie dann Zidane als Kapitän genommen, weil, glaube ich, Mbappé halt auch nicht die Lizenz bekommen hat. Sonst wäre vielleicht Mbappé hier auch mit dabei gewesen. Der ist natürlich auch nicht mit dabei. Also ihr seht, da fehlen ganz, ganz viele Spieler. Dann haben wir Gruppe E, vorletzte Gruppe, auch wieder mit Playoff-Teams. Israel, Island, Bosnien-Herzegowina und Ukraine. Da haben es ja die Ukrainer geschafft. Ist auch für mich bis auf Belgien eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich da auf Platz 2 hieven sollte. Yanis Hadji, Legende von Rumänien-Star Georgia Hadji. FIFA-Spieler wissen, wer es ist. Vielleicht schon mal gezogen als Ikonenkarte. Die Belgier auch ähnlich wie die Kroaten. Die hatten auch mal eine goldene Generation, schon bei der EM 2016. Dann bei der WM 2018 hat man gedacht, jetzt ist die Zeit. Dann sind sie aber im Halbfinale auf Frankreich getroffen und haben dann es leider nicht geschafft. Sind dann noch Dritter geworden. Also die könnten es auch werden. Warum nicht? Hätte ich auch nichts gegen. Die Slowaken, da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Martin Dubravka mal von den Namen her, den kennt man bei Newcastle. Milan Skriniar natürlich. Benesch vom HSV. Ob er noch beim HSV bleibt, weiß ich nicht. Matos Bedo vom VfL Bochum, gerade noch Relegation gespielt, gerade nochmal von der Schippe gesprungen im Elfmeterschießen. Genau, Peter Pekarik bei Wolfsburg, bei der Hertha, in der zweiten Liga, Rumänien. Da kann ich halt auch nicht so viel zu sagen. Da wäre halt jegliche Prognose irgendwie totaler Humbug. Dann haben wir noch Israel, Island hier, natürlich Bosnien mit Demirovic und mit Edin Dzeko, auch bekannte Namen. Bei der Ukraine haben wir zum Beispiel Tsiang Gankov von Girona, die überraschenderweise in der Champions League spielen, Mudryk und ich glaube Zinchenko vom FC Arsenal, also auch hier ein paar Leute, die man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Dann kommen wir zur letzten Gruppe, Gruppe F, mit Portugal, mit der Türkei, mit Tschechien und mit dem letzten Playoff-Team. Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan. Am Ende ist es Georgien geworden. Auch eine größere Überraschung. Trainer da, Willi Sagnol. Ja, Bayern-Fans werden jetzt wahrscheinlich mit der Zunge schnalzen. Auch Superspieler, Rechtsverteidiger, der hat sensationelle Flanken geschlagen. Ich glaube, Vize-Weltmeister ist er geworden in Deutschland. Im Finale dann gegen Italien verloren. Hier Patrick Schick, Lužek von Leverkusen. Die hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Die Türken, ja, da ist ja immer das Witzige, dass vor den Turnieren immer gesagt wird, jetzt sind die Türken so weit und die haben einen richtig geilen Kader und die kommen richtig weit und dann scheiden sie wieder in der Gruppenphase aus. Hast du gesehen bei der EM 2020. Ich weiß es nicht, ich kann zu den Türken auch nicht viel sagen. Die haben auch sicherlich ein paar gute Leute mit dabei. Da kommt es wahrscheinlich auch drauf an, wie sie ins Turnier reinstarten. Und dann kann natürlich auch mit der Euphorie zusammen, kann da natürlich auch vielleicht bis ins Viertelfinale was gehen. Dann die Georgier hier mit Kvaratskhelia, natürlich von Neapel, der absolute Star. Tsitsipas, wenn er die zweite Liga verfolgt, der dürfte euch auch ein Begriff sein, vom KSC Luxemburg. Das ist, glaube ich, auch eine Nation. Die haben auch ein paar gute Spieler drin. Die sind vielleicht auch bei den nächsten Turnieren da mit dabei. Bei der WM, die ja bis auf 48 Teams aufgestockt wird. Also da ist dann vielleicht auch Platz für Luxemburg. Oder auch für Griechenland oder vielleicht auch für Kasachstan. Die haben auch ein paar gute Zocker mit dabei, auf jeden Fall. Und dann haben wir die Portugiesen, die zählen natürlich auch immer zum Favoritenkreis, natürlich mit Ronaldo. Wird es sein letztes Turnier? Ich weiß es nicht, vielleicht nimmt er noch die WM 2026 mit. João Felix, Guerreiro, Diego Jota sehe ich jetzt hier, Bruno Fernandes, also das sind auch richtig, richtig geile Spieler. Da kann auf jeden Fall auch einiges funktionieren. Und dann die Tschechen zum Schluss mit Jiří Pavlenka, mit Czerny aus der Bundesliga, Čvančara oder auch Patrick Schick. Aber die werden auch, glaube ich, nur Außenseiterchancen haben. Also vielleicht als bester Gruppendritter, das könnte ich mir vorstellen, aber Platz 2 oder 1 schwer vorstellbar. Dann das Beste kommt zum Schluss noch einige Legenden, die für ihre Nation gespielt haben. Viele davon, oder was heißt viele, 2 davon habe ich mal live gesehen. Zidane und Fernando Torres bei der WM 2006. Zlatan Ibrahimovic, der Sticker hat sich übrigens selber eingeklebt, weil der so eine große Aura einfach hat, dieser Sticker, dass er sich von selber da quasi reingeklebt hat. Franz Beckenbauer leider verstorben schon. Seedorf auch genialer Fußballer. Figo, Shevchenko, also wirklich nur Legenden. Läuft einem schon die Sabber im Mund zusammen. So, dann haben wir hier noch die Top-Torschützen auf der rechten Seite. Bei der letzten EM waren es Ronaldo und Schick mit jeweils 5 Toren. Mal gucken, wer es dieses Jahr wird. Also ich glaube, wir haben eine ziemlich spannende und sehr, sehr interessante EM vor uns. Hier haben wir dann nochmal dieses große Poster, was wir ganz zu Beginn hatten mit diesem Get Trained, Save Lives. Und dann nochmal der Hinweis, dass ihr die Chance habt, wenn euch noch 50 Sticker fehlen, dass ihr die nachbestellen könnt unter tops.com. Das aber, glaube ich, erst nach der EM. Also wenn die EM quasi vorbei ist, müsst ihr dann nochmal bis zu 28 Tage warten. Also bis zur neuen Bundesliga, bis zum Start der neuen Bundesliga-Saison habt ihr vielleicht dann alle Sticker zusammen. Ja, und das war's im Prinzip. Also ein sehr, sehr schönes
Sticker, das weiche Heft. Ich habe mir das hier geholt. Es gibt auch dieses Hardcover, aber ich persönlich finde, so ein Stickerheft, das muss einfach das weiche Heft sein. Da nützt mir auch nicht dieses Hardcover. Und ich glaube schon, dass Deutschland eine gute Rolle spielen kann. Ich glaube aber, Top-Favorit sind sie nicht. Aber wer weiß, wir lassen uns überraschen. Schreibt mal gerne eure Prognosen unten rein. Und jetzt noch ganz zum Schluss, habe ich ja gesagt, bleibt dran, denn ich habe für die Leute, die noch auf der Suche sind, sehr, sehr viele Sticker. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Sticker auch getauscht und ich habe sehr, sehr viele auch noch gezogen. Wenn ihr also noch auf der Suche seid und Sticker braucht, meldet euch bei mir unter Twitter, schreibt mich bei Instagram an, addet mich auf Discord unter diesem YouTube-Video, dann können wir gerne hin und her tauschen. Oder ihr connectet euch selber mit anderen Leuten, guckt mal auf eBay vorbei, da sind auch ein paar Leute, die das euch anbieten zum Tausch. Und es geht wirklich so einfach. Also, schaut euch nicht vorbeizuschauen, vorbeizuschreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bestens vorbereitet für die EM. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann hoffe ich, dass wir eine spannende und eine gute Europameisterschaft haben aus deutscher Sicht. Ich bin auf eure Prognosen gespannt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, ciao.